Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Ja, ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Vielen Dank für die große Beteiligung an meiner Osteraktion. Ich werde es jetzt hin und wieder mal machen, von Zeit zu Zeit einfach. Und bedenkt bitte, die Karten geben dann beim Kartenspringen lassen das vor, was ich weitergebe. Es ist nicht immer das, was ihr erfragt. Und in Zukunft werde ich mit neuen Auftraggebern wirklich immer quatschen. Da sind mir zu viele Missverständnisse oder eben Personen, die auch Vermutungen haben, was mit den Karten alles möglich ist. Kartenlegen ist begrenzt, es stehen keine Namen, keine Jahreszahlen auf den Karten und so weiter. Und es soll immer eine Inspiration sein und einen Blick zu werfen in das, über was es nachzudenken gilt. So, dann habe ich ja um Vorschläge gebeten. Ihr habt drunter geschrieben, Lebensbaum und die aktuellen Energien. Danke dafür, also für jedes Thema einzeln. Das stimmt, ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. Ich werde mal gucken, wie ich es unterbringe. Und ich werde das dann immer mal Wochenende nachmittags laufen lassen oder auch zwischendrin. Könnt ihr immer davon ausgehen, wenn es etwas gibt, dann mache ich es 15 Uhr rein am Nachmittag. Meistens kündige ich es auch morgens an. Ja, ansonsten hoffe ich, ihr habt Ostern gut verdaut. Haut weiterhin fleißig in die Tasten, das bringt die Videos nach vorne. Das könnt ihr machen, ohne dass es irgendwas kostet und mir hilft es unwahrscheinlich weiter. Und mein Lieblingsthema springt schon wieder raus für den Tag. Wir haben das Kreuz, das Schicksal zeigt sich. Eine Belastung, eine Schwierigkeit, eine Situation, mit der wir vielleicht auch unser Kreuz haben. Ach, guckt mal, und wir und unser Schicksal. Nun ja, schauen wir ein bisschen weiter. Was darf ich dem Kollektiv weitergeben? Irgendwas nimmt einen Pfad auf, vielleicht auch zunächst mal in unseren Gedanken. Wir sind sehr bewegt. Wir überlegen uns, wo das Schicksal uns in welche Richtung schickt. Es geht vielleicht auch um Nachrichtenaustausch, Kommunikation, Gedanken. Gedanken, die eine andere Richtung suchen oder vielleicht auch eine Lösung, einen Ausweg. Aber ich habe hier so das Gefühl, das ist die Überlegung, wo bringt mich das Schicksal eigentlich hin oder wo hat es mich hingebracht? Wo fühlt sich was nicht gut an? Wo habe ich Zweifel? Wo weiß ich gerade nicht so richtig wie? Das ist jetzt hier sehr speziell, denn es betrifft am Ende Paare, möglicherweise auch Bekanntschaften, Paarkonstellationen jeglicher Art oder aber das gebende und nehmende Prinzip in uns selbst. Ja? Wo habe ich sehr viel gegeben und das Schicksal hat mich doch nicht belohnt. Es können Dinge aus der Vergangenheit sein, die hier noch so ein bisschen mitkleben an uns. Und hier sind mir die Sterne rausgefallen. Also überall da, wo es jetzt keine Klarheit gibt oder wo einem nicht so richtig bewusst ist, in welche Richtung die Reise geht, kommt hier mit dem Stern in der näheren Zeit einfach die Klärung, das Glück. Da hat man etwas gelernt. Da sind die Zweifel weg, etwas erstrahlt. Man kann seine Visionen wieder vergrößern. Man kriegt Klarheit, eine gute Wende.
Das hier ist so eine schicksalshafte Klarheit. Da kann dir keiner was vormachen, ne? Da kann dir jemand irgendwie irgendwas erzählen und du weißt innerlich ganz genau, nein, da stimmt was nicht. Aus der eigenen Sicht geht es um das ganze Leben, die Wurzeln, die Wachstumsbereiche. Es geht um lange Zeiträume. Man sinniert hier vielleicht auch sehr viel über sein Leben nach. Wie war es? Was ist daraus geworden? Möglicherweise zeigen sich hier auch so Themen, wo man am Leben zweifelt und am Versorgt und Vertrautsein. In das, was man in der Hand hat, zumindest. Wo hat man vielleicht auch Richtungen eingenommen, die sich im Nachhinein nicht ausgezahlt haben, oder wo hat man eine Gelegenheit verpasst. Und hier sind sehr viele Einflüsse aus dem Umfeld, zugleich aber auch wieder so was, das sehr stabilisierend wirkt, ne? Wo man so auf das, was man hat, bauen kann. Die Häuslichkeit kann ein Thema sein, ein Thema werden. Der Ort, an dem man zu Hause ist. Dinge, die nicht greifbar sind oder im Nebel stehen. Einerseits liegt hier die Auflösung, ne? Die Klarheit. Andererseits hat man auch Angst vor dieser Klarheit oder vor dieser Wahrheit. Alle möchten immer die Wahrheit hören, und wenn man sie dann hört, wie geht man damit um? Ne? Gibt auch bittere Wahrheiten oder etwas, was man so nicht gedacht hätte. So, und jetzt haben wir hier noch den Schlüssel, und was Besseres kann uns gar nicht passieren. Etwas, was jetzt ganz große Zweifel aufwirft, was schwierig ist, was undurchsichtig ist. Etwas, was vielleicht auch überlegen lässt, ob unsere Wurzel faulig ist, wird uns hier ermöglicht tatsächlich, dass wir uns andere Türen öffnen, dass wir die Möglichkeit haben, einen Erfolg zu haben, eine erfolgreiche Wende herbeizuführen. Und hier unten haben wir noch die Blumen und das Schiff. Also hier erwartet uns ein guter Ausgang, auch wenn wir ihn jetzt nicht greifen können. Ein schicksalshafter Ausgleich, nennen wir es mal so. Ein schicksalshaftes Geschenk. Jede Situation bringt auch irgendwo wieder was mit, das man vielleicht erst später als Segen erkennt. Manchmal möchte man die Zeit auch wieder ein bisschen vordrehen und weiter sein, können wir aber nicht. Manches geht nur in seinem eigenen Tempo. Ja, geht in seinem eigenen Tempo. Und dann haben wir hier die Geduldskarte, ne? Meine Lieblingseigenschaft. Hier ist es einfach so, in diesem Moor herrscht Nebel und hier herrscht auch Nebel. Das haben wir hier zweimal. Und es geht jetzt nicht darum, in diesem Nebel wie blind rumzulaufen, sondern es geht darum, einfach mal zu warten, bis es sich aufklärt, bis mehr Licht durch die Situation kommt und dann weiterzugehen. Wir werden im Leben immer wieder geprüft, dass wir auch Sachen aushalten können, die nicht gleich greifbar sind oder die sich über längere Zeiträume entwickeln. Und ein oder andere hockt auch mit der Stoppuhr da und möchte das alles beschleunigt haben. Aber so geht es halt nicht. Und deshalb müssen wir halt immer auch mal wieder zufrieden sein, wenn sich Dinge nicht ergeben, so schnell wie man sie braucht. Oder wenn Situationen sich nicht so schnell klären, wie man das gern hätte. Allein das kann schon die Aufgabe hier sein, ne? Die hier in der Mitte wartet. Wie gehe ich damit um, wenn etwas noch nicht greifbar ist? Und was mache ich da mit meiner Zeit? Ne? Erdung ist wichtig. Wir haben den Maulwurf hier dabei. Und deshalb ist es jetzt hier auch ganz klitzeklar, ne?
Hier gibt es festgefahrene Strukturen, irgendwas hat sich schon an der Wurzel manifestiert. Der Verstand ist ja in Bewegung und die Karte möchte eigentlich, dass wir die Sinne mehr benutzen und dass wir auf lass uns mal in die Sterne gucken oder die Dinge aus der eigenen Klarsicht raus wahrnehmen. Hier kann auch sein, dass das Außen uns irgendwelche Situationen geschickt hat, die uns zu irgendeinem Spielball für irgendwas gemacht haben, ohne dass wir es so genau bemerkt haben, ne? Also hier geht es tatsächlich um eine neue Bewegung, die in unser Leben kommen will. Das haben wir hier oben. Das ist jenseits von dem, was wir kennen oder bisher erfahren haben. Hier kommen so Dinge, die ganze Abläufe mit umreißen. Wege, die einem zuvor nicht bewusst waren, gehen auf. Ungeahnte Erkenntnisse und Kräfte sind am Wirken. Und wenn man so überlegt, der Maulwurf schaufelt sich hier durch das dunkle Reich, ne? Also diese Nebel, die sich da lichten sollen, werden hier wiederholt. Und auch wenn man jetzt im Moment etwas nicht richtig sehen kann, ne? Oder die Sichtweise eingeschränkt ist, dann hat man darin eine Aufgabe und man darf hier sehr auf seine feinstofflichen Fähigkeiten bauen oder sie mitnehmen. Gucken mal, welche Karte hier noch springt. Von den Sorcery Cards von Nadine. Und guckt mal, hier haben wir die Sterne und hier haben wir die Sternengreiferin. Passt ja wunderbar. Ein Ziel ist nahe, aber es ist noch nicht greifbar. Eine große Chance wartet. Man hat hier auch ein großes Erstaunen. Möglicherweise kann man sich hier auch einen Wunsch oder Traum erfüllen. Und man kann sprichwörtlich für sich selbst oder für jemand anderen die Sterne vom Himmel holen. Wunderbar. Nehmen wir noch einen Vogel, einen kleinen Piepmatz. Der Eisvogel. Ich verhelfe dir zu mehr Romantik, Liebe und Freiheit. Fürchte nicht das Unbekannte, das haben wir hier in dreifacher Ausfertigung. Lerne immer wieder neue Dinge. Behalte einen offenen Geist und die neuen Dinge werden zu dir kommen. Hier haben wir ja, ne, verlass dich ein bisschen auch auf das Feinstoffliche, deine Sinne. Und öffne dich dem großen Ganzen. Baue nicht auf die fauliche Wurzel, die irgendwo nur Zweifel aufweist. Und der Engel sagt noch, der Engel der Freude. Wenn du glücklich bist, ist dein Engel auch glücklich. Also betrachte alles von der positiven Seite und hab Freude an allem, was du tust. Du wirst merken, dass dein Leben beschwingter ist und deine Freude auch andere anstecken wird. Die Botschaft deines Engels lautet, durch deine Freude entfaltet sich himmlische Kraft. Ihr Lieben, so in ungefähr sehen auch die Botschaften mit gesprungenen Karten aus, die ich dann immer persönlich hüpfen lasse. Ich nehme die vielleicht auch mal so regulär wieder mehr ins Programm. Das ist sehr interessant immer, oft kommen tolle Themen raus, manchmal auch unangenehme. Kann ich vorher nicht sagen, ich weiß nicht, welche Karte springt. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen wunderbaren Tag und ich drücke euch bis morgen.